Was für eine Vorstellung. Das Brexit-Drama geht weiter. In der Hauptrolle Boris Johnson, Premierminister, der im ersten Akt das Parlament in die Zwangspause schickt, im zweiten Akt seine Mehrheit verliert und im dritten Akt auf Neuwahlen setzt. Endet er jetzt als Held oder als tragische Figur? Noch ist alles möglich. Am 31. Oktober wollte Johnson, komme was wolle, die Briten aus der EU führen. Doch Brüssel bereitet sich schon auf eine Zugabe vor. Machtkampf in London, welcher Brexit kommt, unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und wir schauen mal wieder nach London. Und ich begrüße Professor Anthony Glees, kommt heute aus London zu uns, Politikwissenschaftler und häufiger Gast zum Thema Brexit. Ich begrüße auch Derek Skelly, er ist Deutschland-Korrespondent der Irish Times. Wir wollen eben auch nach Irland schauen und sehen, wie man dort über den Brexit denkt. Dorothea Siems ist bei uns, Chefökonomin der Weltgruppe. Und Udo von Kampen, langjähriger Brüssel-Korrespondent des ZDF, Journalist und Autor und auch aktiv bei der Bertelsmann Stiftung. Herr Glees, Sie kommen aus London und es war eine heftige Woche mit langen Debatten im Unterhaus und auch im Oberhaus und auch Niederlagen für den Premierminister. Wie ist die Atmosphäre, wie ist die Stimmung in London? Die Stimmung ist sehr gereizt. Ich glaube, die Leute, die große Angst vor Boris Johnson haben, sind irgendwie ermutigt in dieser letzten Woche. Die Leute, die vielleicht gegen den Brexit auf die Straße gegangen wären, sind zu Hause geblieben, haben sich ferngeschaut, eben weil im Parlament endlich das geschehen ist, was viele Leute gesagt schon hätte geschehen müssen, nämlich dass die Leute, die gegen den Brexit sich vereint haben und endlich auch den Rückgrat zeigen könnten. Für Boris Johnson war es eine abscheuliche Woche. Man liest so, das war alles sein Plan. Nein, keineswegs. Und gerade vor ein paar Stunden eigentlich ist sein Bruder Joe Johnson zurückgetreten als Minister. Und ich glaube, die Leute, die gegen den Brexit sind, sagen alle, ja, wenn der eigene Bruder ihm nicht traut, wieso soll 65 Millionen Briten ihm trauen? Also für Boris Johnson eine scheußliche Woche, nicht planmäßig verfahren, ist eingeschränkt worden. Aber da er ein Mann ist, der skrupellos ist, ich würde sagen, verzeihen Sie es mir, der hat nicht alle Tassen im Schrank. In England würde man sagen, er ist ein bisschen exzentrisch. Aber in Deutschland darf man sagen, er hat nicht alle Tassen im Schrank. Ist aber schwierig, wenn jemand, der nicht alle Tassen im Schrank hat, Premierminister ist. Genau das. Ja, Frau Siems, das ist man hat das Gefühl, es ist eine never-ending Story. Also es geht immer weiter. Wir haben schon mehrmals diesen Zeitpunkt immer wieder verschoben. Jetzt geht es wieder in die Diskussion, ob dieser Brexit weiter verschoben werden soll. Wäre es besser, wenn es endlich mal einen Punkt gibt und so wie Johnson es will, am 31. Oktober Schluss ist, egal ob mit Deal oder ohne? Ja, zunächst mal würde ich sagen, dass es ja nicht so ist, dass die Leute, die jetzt gegen Johnson sind, gegen den Brexit per se sind. Also viele von denen wollen nur einen Deal haben, mit dem sie dann gehen. Also denn auch bei den in der Labour-Partei, die hat sich ja nie gegen den Brexit positioniert, sondern das ist so eine, ja, man weiß nicht so genau, wo die stehen und wo sie eigentlich hinwollen. Also es geht ja jetzt so darum, noch mal eine Verlängerung zu kriegen. Und ich bin der Meinung, wenn man sich anguckt, was die letzten beiden Verlängerungen gebracht haben, nichts, gar nichts. Also und eher noch eine Verschärfung der Gegensätze innerhalb des Parlaments, innerhalb der Bevölkerung. Und wirtschaftlich ist der Schaden ja schon jetzt groß. Diese Hängepartie ist für die Wirtschaft und damit auch für beide Länder, die stark betroffen sind, nämlich sowohl das Vereinigte Königreich als auch Irland, die auch schon jetzt das merken.
aber genauso merken es auch die EU-Staaten. Ich denke, wenn wir jetzt mal Schluss machen würden, also wenn wir tatsächlich rausgingen und selbst wenn es ohne Deal ist, dann gibt es eine Lage, auf die man sich einstellen kann. Ich glaube, eine weitere Verlängerung und dann vielleicht mit der Perspektive, dass auch dann nichts geregelt ist und man immer in diesem Zustand zwischen den, eigentlich ohne zu wissen, was kommt, ist verheerend. Herr Scully, wie schaut man in Irland auf diese Woche, auf diesen Tag? Was passiert da? Auf was bereitet man sich vor? Ja, also langsam fragen wir uns, ist das so ein Boris Johnson Burlesque? Ist das so Boulevard-Farce? Also inzwischen kann man nicht mehr darüber viel lachen. Ja, es ist für Irland eine Tragödie. Also wie Frau Siemens gesagt hat, also für Irland, also viele Umfragen, viele Studien zeigen, also wenn es ein Land in Europa, der am meisten darunter leiden wird, wird das Irland sein. Irland ist ein Exportland wie Deutschland, aber unsere Produkte sind oft sehr frische Sachen, also Landwirtschaftsprodukte, Austern, Luxusprodukte, die müssen pünktlich in Paris ankommen. Und wenn sie nicht pünktlich ankommen, dann die Kaufhäuser in Paris würden sagen, nee, dann kündigen wir das. Und gestern gab es eine Sondersitzung des Kabinetts in Dublin und sie haben zum ersten Mal wirklich ausgemalt, es wurde von einem Blutbad in der Tourismusindustrie und in der Landwirtschaft. Also langsam, seit 2016, unsere Regierung hat immer versucht, zur Zweideutigkeit und alles wird nicht so schlimm kommen und der Backstop ist irgendwas, das wir nie brauchen werden. Aber langsam auch bei denen merken sie, also die Situation in London ist so ernst, dann müssen wir auch in Dublin ernst werden. Und dieser Ton ist neu, diese Ernsthaftigkeit, dieser Boden der Tatsachen, das ist jetzt nicht mehr verhandelbar. Das ist da und es ist hart und es ist unschön und wir müssen da vorbereitet sein. Und was erwarten die Iren oder was wollen die von der EU? Was würden Sie Sie wollen einfach, dass alles so bleibt bisher. Also wir sind wie viele Länder der Geschichte, die immer irgendwann von irgendjemandem verraten wurden. Wir glauben einfach nicht, wenn Leute sagen, wir unterstützen euch. Immer wieder in London, immer wieder in Dublin höre ich aus meiner Redaktion oder anderswo, ist Frau Merkel wirklich, ist auf Frau Merkel Verlass. Also wenn es hart auf hart kommt, weil sie möchte natürlich kleine Länder in den Kohl-Traditionen, kleine Länder unterstützen. Aber auf der anderen Seite, sie ist die Bundeskanzlerin, sie hat eine Verantwortung für Europa als Ganzes und für den Binnenmarkt. Und der Binnenmarkt wird dann in Nordirland enden. Und was machen die Iren, um den Binnenmarkt zu verteidigen? Und dann wird es interessant. Okay. Wie viele Zweideutigkeit kann sich Frau Merkel erlauben? Ja. Herr von Kamp, was hat sich jetzt geändert in dieser Woche? Boris Johnson hat eine Niederlage bekommen, hat seine Mehrheit verloren. Das Parlament sagt ganz klar, sie wollen einen Deal. Was bedeutet das in Richtung Brüssel? Also in Brüssel ist die Devise, wenn man sich rumhört, den Ball flach halten. Wir haben keinen Grund, das zu kommentieren oder irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, um das noch anzuheizen. Sie schauen sich das an. Es gibt einen Plan. Und der heißt der 31. Oktober. Und wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass eine Verlängerung, glaube ich, angefragt wird, aus gutem Grund, etwa wegen Neuwahlen, dann wird Brüssel diese 3 Monate eben bis zum 1. Januar eben gewähren. Allein schon deshalb, weil natürlich Brüssel nicht schuld sein will und den schwarzen Peter zugeschoben bekäme, wenn sie auf den 31. Oktober bestehen würden, wäre es ja einfach für Boris Johnson zu sagen, Sie haben uns erpresst, Sie haben uns rausgedrängt. Also Sie werden alles tun, um vielleicht noch, Sie möchten auch in Brüssel, ist der Frust groß. Die sagen, wir haben die Nase voll, weil auch gestern waren wieder Verhandlungen. Es gibt keine konstruktive neue Idee von Boris Johnson, das auf dem Tisch liegt, was sich verändern sollte. Ja, also was würde denn eine Verlängerung überhaupt bringen? Die Verlängerung ist man sehr, sehr skeptisch, würde wahrscheinlich nichts bringen. Nur immer die Hoffnung zu schüren, wie Boris Johnson sagt, sie werden doch in letzter Minute die Europäer zurückzucken. Das, glaube ich, wird nicht geschehen. Man kann vielleicht mit einer Zusatzerklärung oder mit Formulierungen noch irgendwas machen, aber in der Sache ist die Sache ausverhandelt. Und bisher sind alle Europäer über die 3 Jahre hinweg wirklich zusammengeblieben. Das war schon eine große Überraschung und das werden Sie nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Herr Glies, denken Sie, oder was würden Sie sich wünschen von Europa? Das weiterzumachen, so wie es gesagt worden ist. Also nüchtern, ehrenwürdig, respektvoll, aber nicht direkt einmischen. Denn in dieser letzten Woche ist es möglich, dass die Sachen am 21. Oktober ganz anders aussehen. Für alle. Es ist eine gute Chance, dass der britische Premierminister
der am 31. Oktober in 10 Downing Street sein wird, ist Jeremy Corbyn und nicht Boris Johnson. Boris Johnson hat wieder heute Abend ganz fest gesagt, er würde nie nach Brüssel für eine Verlängerung fragen, würde nicht hingehen und er würde am 31. Oktober mit Deal oder ohne Deal ausrutschen. Aber es kann sein, dass mein Parlament gesagt hat, wir müssen einen Deal haben. Und wenn Boris Johnson sagt, ich will das nicht haben, dass das Ende dieser Geschichte nicht der Sieg von Boris Johnson sein wird, sondern der Sieg von Jeremy Corbyn oder wahrscheinlich ein anderer. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Kommission, die EU 27, ganz, ganz vorsichtig mit diesem Problem hingeht. Ja. Es ist ein Pulverfass. Die britische Politik ist eine Pulverfass, aber man weiß nicht genau, in welche Richtung aufgeblasen wird. Aber es ist doch relativ egal, also auch wenn wir Neuwahlen haben bei einer Verlängerung und hinterher eine andere Regierung hätten, diesen Vertrag, so wie er geschlossen ist, kriegt keine Regierung durch. Also die Ablehnung war so groß, und zwar meine ich, mit Recht war sie so groß, weil für Großbritannien oder für UK ist das, was da auf dem Tisch liegt, schlichtweg nicht akzeptabel. Also ich meine, und deswegen bin ich ganz anderer Meinung als Herr van Kampen, weil es ist eben nicht so, dass Brüssel einen fairen Deal hingelegt hat. Was sie da rein verhandelt haben mit der Auffanglösung, ist schlichtweg für das Vereinigte Königreich bei dem Backstop, dass sie eben sagen, also um diese Grenze, also um nicht innerhalb der EU eine Grenze zu haben, an der kontrolliert werden muss, müsste Großbritannien eben in so einer Übergangszeit in einer Zollunion sein, und zwar ohne Stimmrecht. Also ein Land, die zweitgrößte. Sie haben unterschrieben. Ja, ein Politiker hat unterschrieben, und man lässt das Ganze. Darauf geeinigt. Aber ich sage noch mal, es hat ein Politiker, also eine Politikerin, Theresa May, hat sich da meines Erachtens über den Tisch ziehen lassen. Die ganzen Briten wollen dieses nicht, denn sie sind dann auf Gedeih und Verderb Brüssel ausgeliefert, eben weil sie könnten da nicht alleine wieder raus. Und die anderen Länder haben ja schon gesagt, was sie dann alles noch verhandeln wollten. Gibraltar bleiben wir mal bei diesem Backstop. Also der Backstop ist schon so. Frau Sims, also Frau May hat eine unnötige Wahl provoziert. Sie war dann auf die nordirische protestantische Partei, also die DUP, abhängig. Und auf einmal war Nordirland wichtig. Bis dahin haben die Tories kein Interesse in Nordirland. Zwar die offizielle Name ist Tory. Kein Interesse, ja. Auf einmal sagen sie so rührende Interesse in Nordirland. Wenn sie diese Wahl nicht gehabt hätte, wenn sie ihre Mehrheit nicht verloren hätte, wenn sie auf die DUP nicht angewiesen worden wäre, sie hatten kein Interesse. Sie hatten eine zweideutige Lösung. Diese Backstop wäre für die Vereinigten Königreich auf einmal kein Problem. Die DUP in Nordirland hätte geschrien, das ist alles unmöglich. Ja. Und die Londoner hätten gesagt, Nordirland, was ist das? Und das ist das Problem. Also ich würde nicht sagen, dass die EU, also Frau May hat eine unmögliche Situation geerbt. Ja. Sie hat das noch verschlimmbessert. Ja. Sie ist auf Nordirland angewiesen. Völlig. Und die Tories haben in ihrer ganzen Geschichte kein Interesse an Nordirland. Aber sie hat sie in der Sackgasse stehen lassen, und da sind die Briten jetzt. Das heißt, die kommen da nicht raus, auch nicht mit einer anderen Regierung. Man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, die Briten. Denn es ist ein englisches und vielleicht walisisches Problem, nicht ein nordirisches oder schottisches Problem. Und die sind zurzeit drin. Aber ich würde sagen, wenn der Pulverfass explodiert und irgendwie Boris Johnson Großbritannien in ein No-Deal einführt, dann in 5 Jahren ist die Union, ist das Vereinigte Königreich kaputt. Die Schotten sind nicht mehr drin und die Leute in Nordirland sind nicht mehr drin. Die gehen nicht rückwärts in die Vergangenheit. Und ich glaube, die klugen Köpfe innerhalb der Tory-Party verstehen das. Und deswegen stoßt Boris Johnson auf eine sehr große und starke Opposition in den letzten 24 Stunden. Aber trotzdem hat Boris Johnson ja auch noch viel Unterstützung. Herr van Kampen, Sie kennen Boris Johnson aus der Zeit noch in Brüssel. Er war da Journalist. Sie haben damals dort auch in Brüssel gearbeitet. Versuchen wir mal ein bisschen das zu sortieren, was das eigentlich für ein Mensch ist, was für ein Mann der ist. Und ist das jemand, der sozusagen das Königreich, Sie ja sagen, der hat also nicht alle Tassen im Schrank, der das alles vor die Wand fährt, oder steckt eine Strategie dahinter? Wie haben Sie ihn erfahren?
Also da war er ja noch einige Jahre jünger, ich auch übrigens. Und das war 1987, bin ich zum ersten Mal nach Brüssel gekommen und auf einmal tauchte er auch auf. Und ich muss sagen, im Journalistenkreis, wir haben ihn eigentlich gar nicht so ernst genommen. Er war schon immer auffällig mit seinen Haaren und wenn er zur Pressekonferenz kam, sah er immer aus, als wäre er gerade aus der Kneipe gefallen. Und er war eigentlich immer mehr auch mit seinen Fragen so, dass er mehr Komiker war und Provokateur. Er wollte auffallen, er wollte eben im Mittelpunkt stehen, als ein Journalist in der damaligen Zeit, die doch untereinander die Kollegen aus allen Ländern sich ausgetauscht haben. Da hatte er kein Interesse dran. Also er wollte immer er war mehr Schauspieler, Komiker, einige. Aber er hat auch provoziert in den Pressekonferenzen, im Pressesaal. Und das war immer mit populären Themen. Und da hatte er es mit der Wahrheit nie so genau genommen. Genau. Also behauptete er, ein typisches Beispiel ist, also die EU hätte also vor, und das hat er behauptet und auch geschrieben, die Größe von Kondomen zu vereinheitlichen in Europa. Dass alle Zeitungen haben es gedruckt, nur hat es nicht gestimmt. Ja, und irgendwann haben auch das seine Arbeitgeber eben festgestellt und dann war er plötzlich, sie haben ihn rausgeschmissen und dann war er auch in Brüssel verschwunden irgendwann. Aber das ist auch, keiner hat ihm nachgetrauert, aber das war amüsant, ihn anzuschauen. Aber er hat in Brüssel auch keine tragende Rolle gespielt. Das muss man auch sagen. Aber es ist ja doch interessant, dass er trotzdem ja eine Unterstützung bekommt. Und er ist nun mal jetzt Premierminister geworden, Herr Skelly. Wie würden Sie es beurteilen? Welche Rolle kann er dann in Zukunft auch weiter spielen? Ja, also mich hat ein bisschen irritiert, als er nach Berlin gekommen ist, dieser Boris Johnson-Zirkus. Und bei den Pressekonferenzen mit Frau Merkel, er macht sein Ding. Und wir beobachten das seit 20 Jahren. Es ist wirklich, er geht, ich kenne Leute im Außenministerium in London, und sie sagen, sie haben gesagt, schauen Sie mal, Herr Johnson wird hier gleich bei Ihnen vorbeikommen. Er geht an einen Spiegel und dann wuschelt seine Haare. Und es ist alles eine Show. Und wer da reinfällt, ist selber schuld. Das wissen wir seit 30 Jahren, was für eine Show er abzieht. Aber als er Außenminister war und als er jetzt im Kanzleramt war... Aber damit ist er doch ziemlich weit gekommen. Genau, und auch bei dem Pressekonferenz mit Frau Merkel. Er macht wir schaffen das und alle lächeln und so. Es ist wie ein Kind, der einfach Porzellan zerschlägt und alle sagen, oh, was für eine Kraft hat er. Also es ist wie ein unerzogenes Kind und irgendwie kriegt er das hin mit seinem Charme. Also in Irland, sein Charme ist langsam. Wir haben das schon seit 20 Jahren nicht mehr ernst genommen. Aber diese Debattenkultur, diese Rhetorik, also wie viele Leute sind von seiner Rhetorik begeistert und merken, da ist nichts. Da war niemals was, es wird nie was, es ist zynisch. Es ist, jemand, den ich kenne in der Politik in Irland, sagt, ja, soziopathische Züge. Also es ist nur sich selbst, es ist Narzissmus und ja. Ja, und er hat aber jetzt zum Beispiel inhaltlich nichts. Ja. Also er sagte, Frau Merkel hat mir 30 Tage gegeben, die Welt zu retten, wie Tim Bensko oder so. Und wir haben bestimmt 2 Wochen ist verstrichen worden. Und was hat er gebracht? Nichts. Also Rhetorik, außer Rhetorik, außer aber er Spesen, wirft dann auf einmal 21 seiner Kollegen raus. Das müssen Sie uns auch mal erklären, Herr Glies, wie das geht. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, dass der Parteivorsitzende mal einfach 21 Abgeordnete rauswirft. Also er ist in den letzten 2 Tagen hat er 3-mal Wahlen verloren. Jedes Mal mit einer größeren Mehrheit für seine Gegner. Der hatte am Anfang dieser Woche eine Mehrheit von 1 Sitz im Unterhaus. Diese Mehrheit ist ihm dann am Dienstag vergangen. Und dann gleich hat er 21 andere herausgeschmissen aus der Partei. Der hat keine Mehrheit zurzeit. An für sich soll er gar nicht mehr Premierminister sein. Denn er kann nicht über eine Mehrheit im Unterhaus verfügen. Die Königin, die sitzt da in Schottland, die wird ihn dieses Wochenende begrüßen mit seiner Freundin. Da nur für eine Nacht sind die eingeladen, nur für eine Nacht. Aber sie muss völlig verzweifelt dahinschauen. Ja, aber denn keine Mehrheit und es besteht eine Mehrheit gegen ihn. Das ist das Wichtige. Das hat sich in dieser Woche verändert. Die Initiative hat Boris Johnson an Jeremy Corbyn abgegeben. Wie klug ist das? Der hat nicht die Fähigkeit, Premierminister zu werden. Sie sagen richtig, warum hat man ihn gewählt? Man hat ihn aus Verzweiflung gewählt, denn es gab keinen Brexiter, der
im Lande populär wird. Aber okay, aber dann wissen wir, dass das alles total ganz schwierig ist. Dann wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, versuchen wir doch mal aufzudröseln, was wäre denn jetzt wirklich gut? Was wäre jetzt zum Beispiel, was braucht die Wirtschaft jetzt, Frau Siems? Wenn man sieht, wir haben da jemanden, mit dem schwer zu kalkulieren ist letztendlich. Was müsste denn passieren jetzt? Wäre Neuwahlen dann gut? Ja, wobei man ja sagen muss, vorher war, also Theresa May war zumindest nicht durchgeknallt und trotzdem hat es nicht geklappt. Ne? Also das ist ja, also er ist sicher sehr schwierig, aber man muss jetzt gucken, was geht. Also ich denke, es wird auf eine Verlängerung hinauslaufen, auch wenn ich das nicht für gut heiße. Also mit der Aussicht auf Neuwahlen. Boris hat gesagt, mit Neuwahlen. Keine Also wenn Verlängerung. also es ist ja jetzt so, dass er gesagt, also dass es, wenn man dieses Gesetz, dass es eben kein Deal-Brexit wird, also kein wilder Brexit, und dann mit der Ankündigung Neuwahlen, dann wird es auf eine Verlängerung hinauslaufen. Und dann, also das einmal geht mit Sicherheit auch noch, weil danach fängt es dann an schwierig zu werden, weil dann Brüssel anfängt, Gelder zu verteilen, also für die nächste Periode halt. Und insofern muss es dann auch irgendwann tatsächlich sein. Aber dann kann man natürlich sagen, man zögert es noch mal so weit raus, bis man klar weiß, welche Mehrheiten da sind. Da stehen die Chancen für ihn, würde ich sagen, 50:50, dass er das wird. Es kann natürlich auch tatsächlich dann irgendwie auf den Corbyn hinauslaufen. Das ist ein ganz linker Labour-Chef. Also es ist nicht das, was wir lange kannten unter Labour, also mit Tony Blair beispielsweise, sondern wirklich, der will wiederum noch weiter zurück in die Vergangenheit, also mit Verstaatlichung. Also da gibt es Berechnungen. Da ist für die, also dann ist für die Wirtschaft tatsächlich ein Schreckensszenario, was noch mal viel, viel größer ist. Wäre das für die EU einfacher, wenn James Corbyn Premierminister wäre? Also das ist schwer zu sagen. Ich bin auch nicht so sicher, ob er wirklich dann, wenn neu gewählt wird, er eine Mehrheit bekommt. Bin ich nicht so sicher. Denn in allen Umfragen, was ich lese, aber Sie sind da näher dran, ist es so, dass die Tore... Entschuldigung, ich will Sie nicht unterbrechen, aber wir sprechen nicht von einer Mehrheit bei der Bevölkerung, sondern eine Mehrheit im Parlament. Und in der letzten Woche, das hat Jeremy Corbyn bewiesen, dass er eine Mehrheit von 41 Stimmen im Unterhaus nicht die Neuwahlen, vorbringt. habe ich ja. Aber die Frage ist, was wäre das für oder ist es sinnvoll jetzt, wenn es Neuwahlen gäbe? Also ich glaube, in Brüssel ist die Position klar. Gleich wer jetzt als Premierminister, selbst wenn Corbyn käme, hier liegt ein ausgehandelter Vertrag. Er wurde unterschrieben von einer britischen Premierministerin. Und in Brüssel sagt man, das ist das Beste, was Sie kriegen können. Denn, Frau Siems, da bin ich anderer Ansicht als Sie. Es ist nicht so, dass die Großbritannien aus der EU rausgeschmissen wurde, sondern Sie haben erklärt, Sie gehen rein. Und das Größte, Wichtigste für die EU ist, den Binnenmarkt, die Verbleibenden, da gibt es auch eine große Verantwortung, das sicherzustellen, dass der Binnenmarkt geschützt ist in seinen Grenzen. Das ist das Hauptziel. Und das ist das Entscheidende. Aber und das ist mir auch persönlich, sage ich, jetzt wichtiger. Sie haben frei entschieden, Sie wollen gehen. Sie können es revidieren. Aber deswegen dieses Prinzip des Binnenmarktes aufzugeben, die anderen 26 ist nicht akzeptabel für die EU. Es geht ja nicht darum, dass man das, also ganz offensichtlich sollte ja ein Exempel statuiert werden, dass man sagt, kein anderes Land wird jemals dann wieder auf die Idee kommen, dass vielleicht es besser draußen ist als drin. Ich finde, sowas ist eigentlich ein Zeichen der Schwäche, dass die EU das nötig hat, das so schrecklich für die Briten zu machen. Bleiben Sie doch bei der Sache. Wie wollen Sie das Sachproblem lösen? Es geht nicht um Emotionen. Ich habe es ja gerade mal gesagt, also es gibt in Deutschland mehrere Ökonomen, hochrangige Ökonomen, das IFO-Institut, die Kieler Weltwirtschaftsforscher haben es gesagt, Vorschläge gemacht, dass man für diesen Backstop, diese Auffanglösung, einen sanfteren Weg finden könnte. Zum Beispiel für die Zeit in einer Zollunion zumindest die Briten mitbestimmen lassen können. Sie können ja in dieser Zeit, und die kann endlos sein, die ist also nach diesem Vertrag, die kann endlos sein, nie einen eigenen Handelsvertrag abschließen. Das ist für dieses Land im Prinzip wirtschaftlich eine ganz, ganz schwer annehmbare Situation. Das ist eben eine andere Situation als mit einem kleinen Land. Fehler, dass Theresa May
war einfach ein großer Fehler, für die man die ganzen Briten jetzt zahlen lassen will. Und dieses Argument Binnenmarkt, ich bin ja der Meinung, die EU hat viel zu bieten ihren Mitgliedern und kann mit ihrer Politik durchaus attraktiv sein. Die hauen doch nicht alle ab plötzlich. Und man hat jetzt schon mit Großbritannien 3 Jahre Chaos da im Prinzip schon. Wo Großbritannien allein dafür verantwortlich war. Ja, das mag ja allein sein. Dafür verantwortlich. Aber Sie haben recht. Sie haben recht, die EU hätte ein bisschen mehr am Rande für eine Übergangszeit und um die moderaten Kräfte zu stärken. Das kann doch ein Ziel sein. Ich meine, die Briten sind ein wichtiges Land auch außerhalb der EU dann für die Europäer. Und das sollte man durchaus berücksichtigen. Wie sieht man das in Irland mit dem, die es ja betrifft, mit dem Backstop? Also hätte die EU da anders verhandeln müssen? Kann ja noch. Ne? Ja, das Problem ist nur, wenn man einen rationalen, zuverlässigen Partner in Großbritannien gehabt hätte, hätte man alles besprechen können. Die Leute in IFO und die Leute in Kiel, ich habe mit allen mit denen gesprochen und ich habe gesagt, das ist alles sehr vernünftig. Sie gehen noch weiter als 50% in diese Verhandlungen. Sie geben, hier ist der Backstop, wollen Sie das, wollen Sie das? Das ist ein bisschen wie ein Kind, der vor einer Eistheke steht und der Mutter sagt, ja, wollen Sie Erdbeer, wollen Sie Schokolade, wollen Sie Vanille, wollen Sie Kirsch? Sie wollten alles. Das Kind ist überfordert. Also die britische Politik ist im Moment nicht rational. Also das Parlament ist ein Tollhaus und die EU versucht, rationale Verhandlungen mit einem weniger rationalen Partner zu verhandeln. Und das, jetzt zu sagen, dass die EU ihre Irrationalität mit eingepreist hätten. Aber Sie haben es die ganze Zeit nicht versucht. Auch nicht mit Theresa May und auch nicht, dass man, also ich sage ja, man muss auf die moderaten Kräfte zugehen. Also ich glaube ja, wenn es jetzt Boris Johnson wird nichts gehen. Aber Sie werden, also wenn wir Neuwahlen haben, dann ist zu sagen, Sie kriegen auch nur genau diesen Deal, der verhandelt ist, dann wird das auch wieder nicht klappen. Aber wer war die moderaten Kraft in der britischen Politik in den letzten 5 Jahren? Wer war das? Oder wer war mutig genug, moderat zu sein? Also ich finde ehrlich gesagt... Cameron hat eine unnötige Volksabstimmung, nur um seine weniger moderate Kollegen in der Partei zu besänftigen. Theresa May hat versucht, moderat gegen die weniger moderat, ist gescheitert. Und Johnson ist alles anders. Also die EU muss einfach die Partner aussuchen, die sie bekommen. Sie können nicht sagen, in eine ideale Welt hätten sie anders verhandelt. Zu dem Thema. Nach Einsatz. Sie können deshalb immer alles, was ich in Brüssel gehört habe, keine Verhandlungen führen, wenn die Gegenseite, eine Seite, nicht weiß, was sie will. Und heute einmal Hü und einmal Hot sagt. Und das war unwahrscheinlich schwierig, überhaupt mal eine klare Aussage zu bekommen von den Briten. Die EU-Kommission, was wollt ihr eigentlich und was habt ihr auch dann die politische Macht als Premierministerin, das im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Das war nicht möglich. Wie wollen Sie mit so einem irgendwelche Kompromisse eingehen? Ich will gerne noch mal einmal nach vorne jetzt schauen. Wenn es jetzt Neuwahlen geben sollte, und es ist interessant, dass sich jetzt ganz viele junge Leute registrieren als Wähler. Man muss sich registrieren lassen und jetzt im Moment hat sich die Zahl wirklich verdreifacht, jetzt allein im August gegenüber den anderen Wochen davor. Wäre das eine Chance? Gibt es da eine Möglichkeit, wenn es Neuwahlen gibt, dass die jungen Leute vielleicht ganz anders abstimmen, als sie beim Brexit oder eben nicht abgestimmt haben? Es ist nicht ganz richtig, dass die Jüngeren 2016 entweder nicht zu den Urnen gegangen sind oder vielleicht auch für den Brexit waren. Wir wissen, die Politologen wissen, je jünger man war, je gebildeter man war, desto mehr man gegen den Brexit gestimmt hat. Desto genau umgekehrt. Diesmal die Umfragen sind ziemlich interessant, auch sehr gefährlich für Boris Johnson, was Boris vielleicht machen wollte. Wie gesagt, in den letzten Tagen ist sein Plan alles durcheinander. Und es wird für mich keine Überraschung sein, wenn er einfach zurücktritt. Wirklich keine Überraschung. Aber was er sich gedacht hat, war, er nimmt die Brexit-Wähler und die Hälfte der Tory-Party, die auch einen harten Brexit will. Und bevor es zu einer Entscheidung kommt, also bevor es zum 31. Oktober dann an die Urnen geht und beiden Seiten eine ziemlich andere, verschiedene Geschichte erzählt. Also wenn man die Brexit-Wähler zu den Tory-Wählern zählt, da hat man 46%. Und dann hat er eine Mehrheit und dann kann er einen Deal machen. Denn Boris Johnson ist exzentrisch, aber er möchte lange Zeit Premierminister werden. Er will nicht über ein Land Regierung, das in Chaos auseinandergeht. Aber das ist doch so verrückt. Was heißt das für die jungen Leute? Oder wie stellen sich die jungen Leute, die junge Generation dar? Die junge Generation war eigentlich immer gegen den
den Brexit und wirklich für Europa. Das hat einen Sinn für die. Das merke ich bei meinen Kindern, bei meinen Enkelkindern. Das hat eine echte Bedeutung für diese Generation, die es nicht für meine Generation hat. Aber ich glaube, dass wenn Jeremy Corbyn, der ist ja auch ziemlich alt, Jeremy Corbyn, wenn er sagen würde, dieser Altsozialist, der, ich immer sage, in der DDR sich gut zu Hause gefühlt hätte, wenn er sagt, ich bleibe Führer der Labour-Partei, aber ich werde nicht Premierminister werden, dann würde man vielleicht für Labour eine Koalition zusammen mit den Liberaldemokraten bilden können und dann mit ihrem Vorschlag es ein bisschen sanfter zu machen. Wir verstehen alle über den Binnenmarkt. Würde es trotzdem einen Brexit geben, aber einen etwas anderen? Ein Brexit, ich glaube, es muss ein Brexit geben, weil die Leute dafür gestimmt haben. Ja. Es muss also nach 5 Jahren vielleicht noch mal eine Wahl. Also aber es braucht nicht den Johnson hart. Ich glaube, er wollte es auch nicht. Aber das ist ja was viele immer noch denken, ach, kann es nicht ein zweites Referendum geben? Viele wollen ja die Briten da drin haben und sagen, ach, vielleicht gibt es dann doch noch mal ein zweites Referendum oder wenn Neuwahlen sind und mehr junge Leute vielleicht wählen. Setzt man da irgendwie drauf, dass man denkt, auch in Irland, vielleicht gibt es gar keinen Brexit mehr? Vielleicht gibt es noch irgendeine Chance, dass es doch verhindert wird, dass die Briten in der EU bleiben? Also, wer will das jetzt? Es soll einfach vorbei sein. Auch die, wie heißt es, Schrecken ohne Ende, das Ende ohne Schrecken. Oder andersherum. Aber nee, also ich setze auch auf die britische junge Leute. Also wie viele von denen jetzt irische Großmutter entdeckt haben und irische Pässe beantragt haben, um weiter Erasmus zu machen, habe ich vor 20 Jahren gemacht. Das ist das Beste, was der EU jemals gemacht hat. Ich war hier in Berlin und diese jungen Leute von heute wollen diese Möglichkeiten haben. Und ich wäre, also in der deutschen Berichterstattung, man redet immer nur über Labour und die Tories und ich finde, die Liberal Democrats, das ist wirklich der Joker. Und so eine konstruktive, vernünftige Stimme. Also viele Leute sagen, also Pest oder Cholera, Labour oder Tories mit den Vorsitzenden, die sie jetzt haben. Aber entweder, genau wie Herr Glees sagt, Jeremy Corbyn bleibt Vorsitzender, aber wie AKK und Frau Merkel und das wird ein Jobsharing. Oder die Liberal Democrats kommen rein und bringen einfach Ordnung in der Bude. Also sie haben eine neue junge Vorsitzende und die Konstruktivität dieser Partei wird sowas von unterschätzt außerhalb von Großbritannien. Vielleicht ist es zu spät, aber nee, die Iren rechnen mit Brexit, sie wollen das einfach durchziehen. Aber ja, sie wollen einfach, dass diese nordirische Sache vielleicht auch mit einer neuen Boris Johnson-Regierung, die eine eigene Mehrheit haben. Mal schauen, wie treu sie dann zu den nordirischen Kollegen sind in der DUP. Ich glaube, sie werden sehr schnell vor der Tür gesetzt werden. Und dann ist der Backstop vielleicht doch nicht so ein großes Problem. Ja. Gibt es in Brüssel noch irgendwie Hoffnung darauf, dass es irgendwie rückgängig gemacht werden kann, dieser Brexit? Oder ist das? Also man ist da realistisch in Brüssel. Man sieht da also nicht eine einfache Einigungsformel. Aber man ist auch nicht, ich muss das noch mal betonen, nach meinem Eindruck ist man auch nicht in Brüssel oder hat es nie versucht, sie emotional eben in die Enge zu treiben, einen schlechten Vertrag zu machen. Denn wenn wir, was sie unterschrieben hat, dann hätten ja erst die Verhandlungen begonnen nach ihrer Unterschrift über eine langfristige Beziehung. Und jedermann in Brüssel, der einigermaßen vernünftig ist und auch in der EU-Kommission, ist natürlich politisch wie wirtschaftlich an engen Beziehungen zu Großbritannien auch langfristig interessiert. Also das sehe ich ganz anders. Nein, und dass es keinen Druck gegeben hat. Und schauen Sie, 3 Jahre, auch nicht. 3 Jahre. Es ist sowohl von Frankreich als auch von Spanien genau mit diesem mit dem Hinweis, dass man Sachen, auf die man sich jetzt nicht einigen konnte, Fangrechte, Gibraltar, wie es damit weitergeht und so weiter, dass man dann gesagt hat, dann warten wir mal ab auf diesen Zeitpunkt, wenn Großbritannien nämlich erpressbar ist. Und das wäre es gewesen. Weil ein Zustand, wo man alles mittragen muss innerhalb der EU, aber hat keinerlei Stimme für den zweitgrößten Staat, ist schlichtweg Trotzdem, Sie können nicht aus einem Verein austreten aus eigenem Willen und dann sagen, aber wir wollen mit am Tisch sitzen. Ich rechtfertige ja gar nicht die Verhandlungen. Das geht nicht im Fußballverein, im Gesangsverein. Nein, aber es war keine Kompromisse. Es war von Anfang an klar, die EU sitzt am längeren Hebel. Und sie hat das voll sind ausgetreten. Sie wurden nicht rausgetreten. Ja, aber da muss man doch nicht, das ist ja alles gelaufen, das sehe ich ja auch ein. Aber die Briten haben eben überhaupt keine Verhandlungsmacht gehabt. Das haben sie am Anfang falsch eingeschätzt. Und die EU hat von Anfang an gesagt, wir ziehen unsere harte Linie durch und haben auch dann, die ist ja im Parlament mehrfach abgelehnt worden, dieser Deal, keinerlei Zugeständnisse, auch nur signalisiert. Und
also man hätte Boris Johnson, dass wir da Boris Johnson da haben, ist auch dieser harten Position zu verdanken. Also sonst hätte man vielleicht jemanden haben können, die EU verantwortlich zu machen, dass Boris Johnson, die Briten Boris Johnson zum Premierminister gemacht haben. Also dass man überhaupt nie gesagt hat, irgendwie vielleicht ist dieses Ergebnis, was eine einzelne Premierministerin eben, die nicht gut war, unterschrieben hat, das mag ja sein. Aber das ist, aber wir gehen doch alle in eine Katastrophe. Kann man sich auf eine Unterschrift einer Premierministerin verlassen oder nicht? Und es ist ihr Problem, ob sie, und der Briten Problem, ob sie eine Mehrheit ganz pedantisch zu sein, muss festgestellt, dass auch gestern oder vorgestern ein Votum genommen, man sagt, vielleicht ganz falsch genommen wurde, aber dass Theresa Mays Deal wieder auf dem Tisch stehen könnte. Also ich glaube nicht, dass Theresa May zurückkommen könnte als Premierminister, aber ihr Deal ist wahrscheinlich nicht tot. Und bitte, wir dürfen nicht vergessen, wie die meisten Briten vergessen, es gibt zwei Sachen. Es gibt die Übergangsvertrag und dann, was später kommt. Der Backstop, das alles gehört in der Übergangsphase. Und Sie haben da meiner Meinung nach ganz recht, man könnte damit herumbasteln, weil das nur für 3 Jahre. Und wenn dann der Brexit kommt in der Zukunft, und er muss kommen, dann kann es ein sanfter Brexit. Aber dass Boris Johnson sagt, endlich, wir haben genug von diesen, es muss am 31. Oktober geschehen. Das ist völlig verrückt. Das war eine Ehe, die 40 Jahre gedauert hat viel Gutes für die Briten gebracht, auch wenn sie es nicht anerkennen wollen. Das kann man nicht in 40 Wochen enden. Man braucht Jahre, das abzubasteln. Und das hätte man hätte schnell sagen können, ja, der Brexit kommt, aber es wird noch 4, 5 Jahre dauern, bis es aus dem System ist. Und dann wäre der Frieden und der Populismus, der Nationalismus, der englische Nationalismus und der Rassismus und alles, was da geht, dann wäre es gar nicht auf dem Tisch. Aber jetzt ist es aus dem Tisch. Es wäre noch 2 Jahre weitergelaufen. Die Briten hätten es nicht, also da müssen wir auch am Vertrag bleiben, was ausgehandelt wurde. Die Briten mit ihrer Unterschrift wurde eine Übergangsfrist garantiert. Genau das, was sie fordern. Ja. Und das steht in dem Vertrag, den sie unterschrieben haben. Und das ist ja nicht, können Sie nicht leugnen, das ist so. Das ist so. Okay, das ist so. Aber ich würde gerne die letzten Minuten noch mal nutzen, um zu gucken, wie es jetzt denn weitergeht. Also was denken Sie, wie wird es jetzt weitergehen? Was wünscht sich Irland? Es ist ja nun auch eine sehr polarisierte Stimmung im Land. Das ist ja auch schwierig. Wo sagen Sie, gibt es da eine Möglichkeit, dass man sich auch mal vielleicht um andere Probleme im Land kümmert? Das ist ja auch schwierig. Wir haben genug andere Probleme. Also ich glaube, was die Iren wollen, ist einfach, dass Nordirland nicht die britische Regierung in London Geiseln nehmen kann oder eine Partei in Nordirland. Also Neuwahlen würden vielleicht da Sicherheit bringen und dann vielleicht findet man eine zweideutige Lösung. Doch für Nordirland ist es doch Teil von ein bisschen von der EU, aber auch Teil von der Vereinigten Königreich und dann man verkauft das als doppelt gewonnen. Sie haben die Vorteile von der EU, nur Nordirland und sie sind irgendwelche Freeport oder irgendwas, eine Freihandelszone und Großbritannien macht ihr eigenes Ding. Aber ganz ehrlich, ich saß vor 2, 3 Wochen im Flieger nach Salzburg neben einem relativ bekannten deutschen Drehbuchautor und er sagte, ja, ich schreibe an eine Politsatire. In 10 Jahren ist Brexit immer noch da. Die Leute haben vergessen, dass wir raus mussten und es wird einfach Bestandteil der Politik. Und ich konnte nicht lachen, weil es so irgendwie vorstellbar wäre. Also ich glaube, es könnte in die Verlängerung gehen. Aber in Irland wollen wir einfach, dass es vorbei ist. Es gibt wirklich größere Probleme als die britische. Würden Sie sich irgendetwas vom Königshaus oder von der Queen wünschen? Eine Einmischung? Ich kann gar nichts. Also mein Kollege in London sagt, ja, er in seine Dystopie-Fantasie ist, dass als nächstes die Königin stirbt. Und dann haben wir eine echte Verfassung. Er wünscht sich das nicht. Aber stellen Sie mal vor, die Belastung und dann der Mann ist weg, dann sie ist weg und dann es gibt eine Verfassungskrise. König Charles ist an der Macht und also alles ist jetzt möglich. Also wir leben in sehr interessanten Zeiten. Was das Land so stabil gemacht hat, steht auf einmal alles auf dem Spiel sozusagen. Herr Glies, die Queen hat ja dieser parlamentarischen Zwangspause zugestimmt. Ja. Das war doch, also sie soll sich ja eigentlich nicht in die Politik einmischen, aber das war ein großer Fehler, ein sehr großer Fehler. Sie hätte die Königin Nein sagen können. Die hätte durch ihre Berater Boris Johnson Nein sagen können und müssen. Sie hat es nicht gemacht und das war ein schwerer Fehler. Warum ist die letzte Woche so schlimm für Boris Johnson gewesen? Weil er
Parlament ins Urlaub schicken wollte und wird. Die Königin hat das wird geschehen. Das war ein großer Fehlgriff, denn dadurch wurde es klar, dass das, was die Brexiters vorhaben, war eigentlich ein Schlag gegen die parlamentarische Demokratie. Und die parlamentarische Demokratie, das ist unser Grundstein. Wir sind keine... Aber warum hat Volk und wie erklären Sie das? Wie erklären Sie das? Die Queen, die muss sich dem Ende ihrer Regierung nähern. Das ist eine biologische Frage. Das ist nicht ohne Respekt gesagt, aber sie ist sehr alt, 93 Jahre, und ich kann gut glauben, dass sie hat so zu Boris Johnson gesagt, warum wollen Sie überhaupt diesen Job? Ist mir völlig unklar. Sie kann nicht verstehen eigentlich, was jetzt vorgeht. Aber wenn die Queen Nein zu der Beurlaubung vom Parlament gesagt hätten, dann hätte man vielleicht mehr Zeit und Parlament wäre nicht gedemütigt worden. Das ist es. Aber eines, was ich sagen muss, um ganz klar zu werden, es gibt zwei Varianten, dass Boris Johnson Wahlen irgendwie bekommt von der Queen vor dem 31. Oktober. Dann sieht es so aus. Aber wenn er das nicht bekommt und die Wahlen kommen, aber vielleicht im nächsten Januar, dann sieht es dann wieder anders aus. Aber Sie meinten eben, die Queen hätte gar nicht anders entscheiden können. Nee, also es ist wirklich vorgelegt. Sind Sie damit einverstanden? Entschuldigen Sie, die Königin ist kein Schmuckstück unserer Verfassung. Ja. Die ist die Staatsoberhaupt. Wir haben das vor, stimmen Sie es zu und sie muss Ja sagen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber sie ist enorm politisch gewesen. Also das wäre ja nicht neutral. Also sie muss sich ja in dem die Zustimmung des Parlaments zu beurlauben ist ja auch nicht neutral. Ja, aber das hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Also das ist also jeder Premierminister, aber Boris nicht Johnson so lang war kein gewöhnlicher Premierminister. Aber dann hätte sie sich aber genau eingemischt. Die muss sich auf ihre Berater verlassen. Sie muss sich auf die Berater verlassen. Und die Berater hätten zu Johnson sagen müssen, bitte stellen Sie nicht diese Frage an die Königin. Bitte tun Sie es nicht. Vielleicht ist es möglich, dass Sie das auch gesagt haben. Es ist möglich. Okay. Aber deswegen war die Königin sitzt mittendrin, auch wenn sie lieber die Augen und Ohren jetzt zumachen würde. Okay, also sie kann auch da nicht wirklich versöhnend wirken in dem Land, was eigentlich Versöhnung irgendwie bräuchte. Herr van Kampen, kann denn die deutsche Bundesregierung, eine besondere Stimme, eine besondere Rolle spielen? Jetzt haben wir auch Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Kann man sagen, Deutschland kann da noch mal versuchen, irgendwie, dass es eine Lösung gibt, die für alle irgendwie akzeptabel ist? Ich glaube, dass die deutsche Bundesregierung da auch in Brüssel, sie sind eigentlich daran interessiert, einen guten, dass Großbritannien nicht ohne Deal ausscheidet, wäre für beide Seiten eine Katastrophe. Da arbeiten politisch im Hintergrund alle dran. Nur muss auch klar sein, dass Brüssel bei den anstehenden Problemen, wenn sie in die Zukunft schauen, sich nicht auf jedem seit über 3 Jahren nur mit dem Thema Brexit beschäftigen kann. Und irgendwann die Probleme, die außenpolitisch, die wirtschaftspolitisch anstehen, die Reform der Europäischen Union, kann nicht beschränkt werden auf die Frage, bei jedem Gipfel wurden alle wichtigen Themen zurückgestellt, es ging um den Brexit. Und irgendwann ist auch mal der Geduldsfaden am Ende. Es kann um eine 3-monatige Verlängerung gehen. Das ist keine Frage, wenn es Neuwahlen gibt bis zum 31.12., das würde kein Problem sein. Aber dann muss auch mal eine Entscheidung fallen. Aber sagen wir das nicht schon seit Monaten? Immer wieder sagen wir, ja, bis dann. Kann's auch jetzt machen. Also deswegen denke ich in der Tat, also wenn nicht absehbar ist, dass sich politisch sowas ändert, dann doch lieber schnell. Weil wenn man sich die Handelszahlen zum Beispiel anguckt, der Handel Deutschlands mit Großbritannien ist allein im ersten Halbjahr um 15% eingekracht. Mit Irland um 1/3. Ja. Also es wird längst
längst irgendwie daran versucht, dran vorbeizukommen an diesen beiden Ländern, weil man eben sagt, das ist zu unsicher. Handelsbeziehungen, die langfristig da waren, werden jetzt umgestellt. Man sucht sich andere Partner. Das geht ja alles weiter. Also das heißt, dieses Chaos sich reinzuholen, natürlich ist der Übergang bei einem No-Deal-Brexit hart. Aber dann kann man daran arbeiten und vor allen Dingen dann sich tatsächlich zusammensetzen und sagen, welche langfristige Beziehungen wollen wir haben, welche Art von Handelsbeziehungen. Und da ist dann wieder alles möglich. Das ist, also Sie sagen besser ein Ende mit Schrecken als ein auf Schrecken jeden Fall. ohne Ende. Ganz kurz noch zum Schluss, Herr Glies, am Montag gibt es wieder eine neue Abstimmung. Dann wird dann darüber abgestimmt, ob es Neuwahlen geben soll. Wer wird die gewinnen? Wird es Neuwahlen geben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wer das genau weiß, das weiß kein Mensch. Aber eines soll man vielleicht noch sagen, Großbritannien ist seit Jahren so wie ein schwieriges Kind in der europäischen Familie. Und wird es auch in der Zukunft. Man muss denken, was ist das Vernünftige? Nicht, dass man das Kind aus der Tür schmeißt, sondern dass man versucht, mit dem Kind zu reden und zu handeln, dass es mal vernünftig wird. Okay, das ist meine Hoffnung. Das klingt wie ein Kind in der Pubertät. Ne? Schwierig. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Am Montag, wie gesagt, geht es weiter im britischen Parlament. Diskussion über Neuwahlen. Sie wissen ja, bei Phoenix sind Sie immer darüber informiert, was da im britischen Parlament passiert. Also schauen Sie rein und bis demnächst. Tschüss.